Ich bin Sabine Langer. Ich leite das Institut für Akustik und Dynamik in der Fakultät für Maschinenbau hier an der TU Braunschweig und ich bin die Sprecherin des Transregio Syntrack der TU Braunschweig und der Universität Stuttgart, gemeinsam auch mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und der Leibniz-Universität Hannover. Syntrack ist ein Transregio, der sich mit den Synergien von zukünftigen Verkehrsflugzeugen beschäftigt und einen Beitrag dazu leisten möchte, dass wir zukünftig nachhaltig fliegen können. Meine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Akustik, des akustikgerechten Entwurfs und Designs mit einem starken Fokus auf der Modellierung, Simulation, aber auch der Bewertung von Herausforderungen in der technischen Akustik ganz allgemein, mit einem ganz speziellen Fokus im Bereich der Mobilität und im Bereich der Luftfahrt. Bevor ich mit dem Projekt Gedimind in Kontakt gekommen bin, hatte ich praktisch gar keinen Bezug zu den Geschlechter- und Diversitätsdimensionen in meiner Forschung oder die in meiner Forschung relevant werden könnten. Ich habe da im Vorfeld unseres Gesprächs ein bisschen drüber nachgedacht, wie bin ich eigentlich zu Gedimind gekommen? Und ich habe gar keine ganz klare Antwort dazu. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich über ganz verschiedene Kanäle von den Aktivitäten erfahren habe, dass es über die Gremien kommuniziert wurde, dass es über Newsletter kommuniziert wurde. Ich weiß, dass ich auch auf der Homepage mich einfach informiert habe, als dieses Stichwort mir in verschiedenen Kontexten begegnet ist. Also ich kann gar nicht sagen, was war so mein Erstkontakt. Ich kann sagen, dass zu mir es jedenfalls über relativ viele unterschiedliche Kanäle gekommen ist. Also ich bin durch die Zusammenarbeit mit Gedimind einfach sehr stark bestärkt worden in dem Punkt, dass mir dieses Schließen der Bewertungskette bis zum Menschen in der bunten Vielfalt einfach was Wichtiges ist. Also so würde ich das bezeichnen. Es ist eine Bestärkung dieses Weges. Also ich würde ganz klar sagen, dass ich ohne Gedimind das Problem nicht so direkt angepackt hätte, nicht sofort gesagt hätte: „Lasst uns mal einen Hörversuch machen, lasst uns mal schauen, was passiert denn, was finden wir raus?“ Und ich habe die Ahnung, dass aus diesen ersten Ergebnissen vielleicht noch viel mehr spannende Fragen entstehen könnten. Und deswegen würde ich ganz klar sagen, dass ohne diesen Austausch sich nicht so einfach praktisch so eine neue Richtung eröffnet hätte, definitiv. In unserem Transregio, dem Sonderforschungsbereich Syntrack, beschäftigen wir uns damit, ja, das Fliegen in der Zukunft nachhaltiger zu machen. Der Titel unseres Verbundvorhabens heißt ja Synergies of Highly Integrated Transport Aircraft. Es geht also darum, Synergien zu heben. Synergien, weil es bisher so ist, dass das Flugzeug, der Flugzeugrumpf und die Antriebssysteme eigentlich komplett separat voneinander entwickelt werden und dann gar nicht Effekte, die, wenn wir den Antrieb und das Flugzeug hochintegriert denken, gehoben werden können. Und wir haben uns eben zur Aufgabe gemacht, solche Synergien zu heben, indem ganz viele Disziplinen ganz eng miteinander arbeiten, von der Aerodynamik, der Flugphysik, Akustik spielt eine Rolle, die anderen Disziplinen, die sich mit der strukturellen Auslegung beschäftigen. Und wir glauben einfach, dass alles hoch integriert in frühen Phasen miteinander spielen muss, ineinandergreifen muss in einem Sinne eines holistischen Entwurfs, damit wir wirklich alle Synergien heben und die Effizienz von Flugzeugen steigern können, um wirklich nachhaltig fliegen zu können in Zukunft. Wenn wir darauf schauen, was ist eigentlich der innovative methodische Ansatz in unserem Verbund, dann ist es eben der Antritt, dass wir sagen, die Disziplinen dürfen nicht separat in einzelnen Containern arbeiten und die Optimierung separiert durchführen, weil das nicht dazu führen wird, dass wir Synergien heben. Und im Grunde genommen ist das, mit dem wir uns beschäftigen, methodisch, sind das Ansätze, um Komplexität handhabbar zu machen. Also wir haben es eben nicht nur mit Teilsystemen zu tun, sondern wir haben es mit einer Fülle von verschiedenen Systemen, die integriert werden müssen, zu tun. Im Grunde genommen ist es ein Systems of Systems inspirierter Ansatz, der also die Systemgrenzen, die Disziplingrenzen durchlässig macht und tatsächlich zu einem integralen Entwurf führen kann. Und dabei spielen
'ne Rolle, wenn wir immer davon sprechen, im Vorentwurf, ne? Wir wollen im Vorhinein wissen, wie sind denn die Eigenschaften des zukünftigen Produktes. Es geht sehr stark um Prognoseverfahren, es geht sehr stark um Modellierungsaspekte und da müssen wir Modelle ganz unterschiedlichen Detailgrads miteinander verschränken und sprechfähig miteinander machen über Disziplingrenzen hinweg. Das ist vor allem der Antritt, den wir da in Syntrack gemeinsam machen. Ich glaube, ein Schlüssel, warum unser Projekt sehr gut funktioniert, ist, dass wir uns nicht nur als Konsortium der PI, der Projektleitenden verstehen, die diesen Ansatz eines holistischen Gesamtentwurfs tragen wollen, sondern dass wir insbesondere uns sehr damit beschäftigen, was braucht es eigentlich für die Generation der Doktoranden, damit sie uns auch unterstützen können in dem interdisziplinären Dialog. Und auch diesen interdisziplinären Dialog dann gemeinsam mit uns, aber auch gerne durch die Generation von Doktoranden gestaltet auf eine neue Ebene gehoben werden kann. Und ich glaube, ein wirklicher Erfolgsgarant dafür ist, dass wir in unserem Transregium ein integriertes Graduiertenkolleg haben, wo wir also gezielt Formate und auch Konzepte in die Welt bringen, sodass wir die Doktoranden begleiten auf ihrem Weg zur Promotion, damit es eben nicht nur darum geht, die Projektziele im Verbund zu erreichen und die Lieferbeziehungen zu erfüllen und zum Gesamtziel beizutragen, sondern dass die Doktoranden auch gut begleitet ihren Weg auf dem Weg zur Promotion gehen können. Und durch ganz viele Formate von Sommerschulen, Winterschulen, Research Training Camps, so nennen wir das, dass die Doktoranden einfach zusammenkommen über die Disziplinengrenzen hinweg, durch Schreibcoaches begleitet werden, damit sie dann wirklich hands-on an ihren Forschungsfragen und auch an ihren Veröffentlichungen arbeiten. Das sind so ein paar Komponenten. Und wir haben tatsächlich auch uns unter dem Stichwort von New Work sehr stark auch auf die Fahnen geschrieben, dass wir die Doktoranden immer einladen zum gemeinsamen Arbeiten an gemeinsamen Orten, wie beispielsweise diesem Ort hier, der für das Syntric-Team zur Verfügung steht, wo sie dann sich zusammen hinsetzen können und wo wir physisch in Person die Fragen miteinander bewältigen können. Also dass da auch Flexibilität ist in den Arbeitsorten beispielsweise und auch in der Art des Miteinanders. Das ist uns an der Stelle wichtig. Und dieses Vehikel des Graduiertenkollegs ist da für uns ein Schlüssel, um das zu realisieren. Die Kommunikation ist natürlich eine, die nicht nur unter den Doktoranden im geschlossenen Kreis erfolgen kann, sondern es muss natürlich durchlässig sein in Bezug auf die Ebene der Projektleitenden. Und wir haben das jetzt sehr schön gerade bei unserem Jahrestreffen hier in Braunschweig erleben können, als wir Diskussionen an den Postern sehr, sehr lebendig hatten und die Projektleitenden mir auch ganz eindrücklich beschrieben haben, dass durch die Bestärkung der Doktoranden in ihrem interdisziplinären Dialog sie auch sehr inspiriert werden, sozusagen diese Form von interdisziplinären Dialog auch auf die Ebene der Kollegen und sozusagen auch miteinander in den gemischten Gruppen von Doktoranden und PIs zu heben. Und da trägt jetzt von Seiten Syntrack natürlich sehr dazu bei, dass wir auch viele Formate haben, wie unsere Bereichstreffen, wie unsere Jahrestreffen, wo wir wirklich auch Räume schaffen für Workshops zum Diskutieren und nicht nur durch steife Vorträge und sitzen in einer Reihe sozusagen uns gegenseitig die Forschungsinhalte präsentieren. Das sind sehr interaktive Formate, wo eben das ganze Team, also die Doktoranden und die Projektleitenden gemischt miteinander in Dialog treten, Ideen einbringen können und so wir versuchen auch da eine gemeinsame Kommunikationskultur zu schaffen. Das gab es jetzt in Bezug auf mein eigenes wissenschaftliches Thema und die Forschungskontexte, in denen ich im Moment unterwegs bin und zu dem Zeitpunkt auch war, gab es das vorher nicht. Also eine vage Idee, dass das in der Akustik vielleicht eine Rolle spielen könnte, ja, aber es hat keinen Raum eingenommen und ich habe mich mit der Frage auch nicht auseinandergesetzt, nicht wirklich.
Was habe ich davon in Anspruch genommen von dem Vorgängerprojekt? Ja, tatsächlich die Beratung in der Antragstellung unseres Sonderforschungsbereichs, unseres Transregios. Also zu der Frage, sind Genderdimensionen, sind Diversitätsdimensionen relevant in der Art von Forschung, wie wir sie machen? Und fand das sehr, sehr spannend, weil ich in dem Austausch dann einfach sehr viel lernen konnte. Aspekte, ähm, Vokabeln, gelernt habe, die ich vorher sonst so nicht kannte. Auch da kann ich jetzt nicht mehr die Zeitschiene, warum dann eigentlich so spät. Uns war dann auf jeden Fall bewusst, wenn es diese Expertise gibt, dann wäre es ja auch fatal, sie nicht mit einzubeziehen. Und allein in dieser kurzen Zeit ist dann so viel möglich gemacht worden von dem Projekt, das, glaube ich, wirklich substanziell dort noch was hineingebracht hat in unseren Antrag, muss ich ganz ehrlich sagen, wo auch klar ist, wir haben jetzt noch nicht versprochen, naja, da ist es relevant und da ist es nicht relevant, aber wir haben erklärt, an der oder der Stelle muss man tiefer hinschauen und muss man besser verstehen, welche Aspekte könnten relevant werden. Und alleine das finde ich schon sehr, sehr wertvoll. Nicht von vornherein einfach auszuschließen, wir betrachten irgendeine technische Innovation oder wir machen Grundlagenarbeiten im Ingenieurwesen, da kann das ja nicht wichtig sein, sondern irgendwie ein bisschen differenzierter Hinweise zu bekommen, wie kann so eine Relevanz denn eigentlich aussehen? Und einfach dieses Angebot und diese Feststellung, naja, an der oder der Stelle müsste man tiefer schauen, das fand ich schon auch in der Kürze der Zeit, die da nur möglich war, 'n ganz wertvollen Input, definitiv. Ich fand das total unkompliziert und natürlich. Das fand ich ganz spannend. Also, ich hatte nicht das Gefühl, ich muss mich mit meinem Unwissen über das Thema jetzt irgendwie, positionieren an der Stelle und wurde vor allem auch nicht bedrängt, in eine Richtung irgendwas da reinzuschreiben, wo ich das Gefühl hatte, das macht jetzt gar keinen Sinn. Ich fand es unkompliziert, ich fand es auch sehr selbstständig, ne, dass diese eigene Recherche von den Forschenden in dem Gedimin-Projekt dort durchgeführt wird und dann wieder zu uns kommt und dann mit neuen Impulsen zu uns kommt. Also, sehr unkompliziert natürlich und, den Dialog finde ich einfach immer hochspannend, weil man viel lernen kann. Wenn es darum geht, warum haben wir überhaupt uns mit dieser Frage der Geschlechterdimensionen beschäftigt, jetzt sehr speziell in der Vorbereitung der Antragstellung für unseren Sonderforschungsbereich, für unseren Transregio Syntrec. Da bin ich ganz ehrlich, der erste Impuls kam, weil die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft als Fördermittelgeber, uns als Antragstellende auffordert dazu, eine Position einzunehmen. Und dann ging es mir so, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte da jetzt keinen Allgemeinplatz hinschreiben. Genauso, wenn es darum geht, dass wir zu Aspekten nachhaltiger Forschung Stellung nehmen sollen, dann ist mir schon wichtig, dass man dort sich auch mit auseinandersetzt. Und was heißt denn das jetzt wirklich? Und welchen Beitrag kann ich leisten, möchte ich leisten, welche Relevanz haben die Themen? Und so ist es dann eben auch dazu gekommen, dass wir zum Glück auch in der Antragsstellung dann noch eine Beratung bekommen konnten von dem Projekt und einfach versiert Stellung nehmen konnten zu der Frage, gibt es in dem einen oder anderen Teilprojekt vielleicht die Möglichkeit, dass eine Relevanz auftreten könnte und muss man da tiefer reinschauen oder nicht? Die Richtlinien, die Rahmenbedingungen von der DFG fordern von Antragstellern dazu Stellung zu nehmen. Das heißt, man darf schriftlich dazu was sagen, ob es eben in dem Verbund eine Relevanz hat oder in Teilprojekten. Und wir haben es dann so gemacht, dass wir tatsächlich bei der Einrichtungsbegutachtung das Thema auch offensiv angesprochen haben, insbesondere in der Posterausstellung, in der auch die Gutachtenden, das war bei uns jetzt eine internationale Gutachtergruppe, dann Einblicke bekommt in die einzelnen Teilprojekte über den schriftlichen Antrag hinaus. Und das war sehr, sehr spannend, weil wir wirklich an 2 Teilprojekten explizit darauf hingewiesen haben, dass wir da die Möglichkeit sehen, dass die Genderdimension eine Rolle spielen könnte und dass wir das halt jetzt in der ersten Förderperiode differenziert betrachten wollen. Und wir haben dazu ein sehr gutes Feedback bekommen, dass wir also nicht nur einen allgemeinen Platzhalter geschrieben haben, das ist nicht relevant oder vielleicht ist es relevant, sondern sehr konkret und spezifisch an den Postern und bei den Beschreibungen der Teilprojekte dazu schon etwas erwähnt haben und offensiv sozusagen kommuniziert haben. Und auch das war ein Ergebnis der Beratung, die wir im Vorfeld durch die Experten des Projektes bekommen haben. Ja, wenn das Thema angesprochen wird in meiner Community, dann gibt es ja schon häufiger das Fragezeichen,
Wieso? Wir beschäftigen uns vielleicht mit der strukturellen Auslegung von Flugzeugrümpfen oder uns geht es darum, die Effizienz von irgendwelchen Triebwerken zu erhöhen. Wo soll da drin eine Gender-Dimension sein? Ich weiß nicht, ob ich das als Risiko bezeichnen könnte, aber ich war darauf eingestellt, dass ich doch relativ große Fragezeichen erzeugen werde, wenn ich das Thema wirklich auf die Bühne auch eines Jahrestreffens hebe. Und die tolle Erfahrung war aber, es gab ja auch einen Impulsvortrag vom GDMIN-Projekt von Jan Wissers bei uns beim ersten Jahrestreffen. Und die Art und Weise, wie das Thema aber präsentiert wurde und sehr differenziert erläutert wurde, dass es eben vor allem erstmal darum geht, zu einer informierten Entscheidung darüber zu bekommen, ob eine Relevanz vorliegen könnte oder nicht, hat einfach die Akzeptanz für das Thema enorm erhöht, weil es eben nicht darum geht, für jedes Forschungsfrage, für jedes Thema, für jede Disziplin diese Relevanz immer festzustellen, sondern sie aber einfach erstmal zu bewerten und dann festzustellen, ist es relevant oder nicht. Also ich würde sagen, vielleicht gab es ein kleines Risiko, Unverständnis zu ernten, aber im Nachhinein kann ich sagen, dass die Art und Weise, wie das Projekt darüber informiert hat, die Akzeptanz einfach sehr, sehr erhöht hat. Die Frage, wie jetzt Geschlechterdimensionen integriert werden können, kann ich, glaube ich, am leichtesten an einem speziellen Beispiel klar machen, nämlich der Frage, inwieweit bei der Bewertung des potenziellen Lärms von den neuen Flugzeugkonfigurationen eigentlich Geschlechterdimensionen eine Rolle spielen. Denn das, was wir uns in den akustischen Teilprojekten vorgenommen haben im Rahmen von Syntrack, ist, dass wir auf der einen Seite ausgehend von der Quelle über alle Übertragungswege bis hin zum Emissionsort die ganze Schallübertragungskette abbilden mit hochwertigen Modellen und verschränkten Multi-Fidelity-Ansätzen. Das ist das eine, aber auf der anderen Seite haben wir uns auch vorgenommen, dass wir an der Quelle eben auch den Empfänger sozusagen, der tatsächlich dort den Schall wahrnimmt, mit in die Bewertung hineinnehmen. Und das sind eben die Menschen. Das sind die Menschen, die in der Kabine sitzen. Das sind die Menschen, die in der Nähe von Flughäfen leben. Und das Spannende dabei ist ja natürlich, dass wir nicht wie ein einzelnes Mikrofon fungieren und einfach nur den Schalldruck sozusagen messen mit unserem Wahrnehmungssystem, sondern ein Mensch, der hat erstmal zwei Ohren und die subjektive Wahrnehmung von Schallereignissen, die ist eben viel komplexer als einfach die physikalisch messbare Größe, die man mit dem Mikrofon und dem Schallpegel dann einfach misst. Ja, und wenn wir jetzt auf diesen Forschungskontext schauen, dann ist eine Möglichkeit, die tatsächlich die subjektive Bewertung dann durchzuführen, dass man einfach Hörversuche macht. Also ich habe schon gesagt, wir erstellen Modelle von unseren zukünftigen Konfigurationen. Wir entwickeln Simulationsverfahren, um die Computer Vorhersagen machen zu lassen über die Eigenschaften, unter anderem auch über die akustischen Eigenschaften, also darüber, wie laut wird es denn dann in der Kabine, wenn so ein Flieger zukünftig ganz, ganz anders aussieht. Und ob jetzt dieses Geräusch nicht nur laut oder leise ist, sondern ob es vielleicht als angenehm oder weniger angenehm im Vergleich zu einem anderen Geräusch wahrgenommen wird. Das kann man eben auf der einen Seite mit bestimmten psychoakustischen Metriken vielleicht bewerten, aber noch genauer durch Hörversuche, also dass man wirklich Menschen, Probanden in eine Hörkabine setzt und entsprechend hörbar gemachte Simulationsergebnisse vorspielt, sodass diese bewerten können, wie sie diese Geräusche einschätzen. Und genau an dieser Stelle ist es jetzt einfach eine ganz spannende Möglichkeit, dass wir in einer Zusammenarbeit auch mit dem GDMINT-Projekt versuchen herauszufinden, ob es Indikatoren dafür gibt, dass Diversitätsaspekte sozusagen die subjektive Bewertung dieses Schallereignisses beeinflussen. Also ob die Person, ob es jetzt die Geschlechterdimension ist oder andere Diversitätsdimensionen, eine große Rolle spielen oder welche Rolle sie spielen bei der Bewertung von genau solchen Schallereignissen, beispielsweise in der Flugzeugkabine. Also tatsächlich ist die Frage, wie wir die Diversität in der Probandengruppe sicherstellen können, genau die Frage, mit der wir an das GDMINT-Projekt herangetreten sind. Und wir erfahren da einfach sehr große Unterstützung in der Definition dieser Probandengruppen, auch in Hinweisen, wie wir tatsächlich diese Probanden sozusagen generieren können, also finden können, entsprechend dort auch vielleicht nicht in einer
komplett statistischen Repräsentanz dann hinterher eine Probandengruppe herstellen können, aber zumindest sozusagen dann exemplarisch erste Indizien ableiten können. So ist im Moment für diese erste Studie, die wir gerade sehr konkret gemeinsam planen, der Ansatz. Bei der Frage, was der Mehrwert für diese Forschungsdisziplin ist, nun Diversitätsdimensionen mit zu berücksichtigen, möchte ich noch mal einen Schritt zurücktreten, noch mal ein bisschen ausholen, für was ich als forschende Person denn eigentlich stehen möchte. Mir ist es als Akustikerin sehr, sehr wichtig, nicht dafür zu stehen, Lärm zu bekämpfen und Probleme zu lösen, wenn sie schon da sind. Also etwas leiser zu machen, weil man vielleicht die Akustik nicht früh genug mit betrachtet hat, sondern ich möchte mit meiner Forschung einfach dazu beitragen, dass zukünftig akustikgerechtes Design möglich ist. Das heißt, dass man in frühen Phasen die Methoden, die Werkzeuge zur Verfügung hat, damit man die gewünschten akustischen Eigenschaften herstellen kann. Und dazu braucht man eben Grundlagenarbeiten im Bereich der Modellierung, im Bereich der Simulation, der effizienten Simulation, aber auch im Bereich der Bewertungsfähigkeit. Also ich muss Werkzeuge an der Hand haben, damit ich wirklich in diesen frühen Phasen eine Einschätzung abgeben kann, ob das im Endeffekt die wünschenswerte Eigenschaft ist, die mein Produkt, mein Flugzeug, mein Auto oder mein Gebäude vielleicht hat. Und für mich wäre es zu kurz gegriffen, wenn man nur mit den physikalisch messbaren Größen die Bewertung vornimmt, sondern die Akustik ist ja so spannend, weil wir Menschen sie wahrnehmen. Das ist das, was uns ermöglicht, dass wir miteinander kommunizieren können. Emotionen werden ganz stark ausgelöst durch akustische Ereignisse, aber Akustik in der negativen Ausprägung als Lärm kann eben auch ein Gesundheitsrisiko darstellen, führt zu Stress, führt im Extremfall auch zu Hörschäden. Und deswegen macht diese Möglichkeit, die Bewertung sozusagen in die Bewertung den Menschen zu inkludieren, diese Bewertungsfähigkeit für mich erst komplett. Und da es nicht nur den einen Menschen gibt, sondern die Menschen in der ganzen Vielfalt auf irgendeine Art und Weise repräsentiert werden müssen, ist das einfach der Aspekt, wenn die Gender-Dimensionen, wenn die Diversitätsdimensionen mit abgebildet werden können, ist auch die Bewertungsfähigkeit und dieser Schlüssel zum akustikgerechten Konstruieren überhaupt erst komplett. Ja, ich glaube, jetzt ganz allgemein gesprochen, die Hürde, die Haupthürde, um Gender- und Diversitätsdimensionen zu inkludieren in der Forschung, ist erstmal, dass vielleicht gar nicht das Grundverständnis dafür da ist in vielen Fällen. Und deswegen ist, glaube ich, sind solche Projekte wie das GEDIMIN-Projekt total wertvoll, weil dadurch einfach erstmal eine Beratung stattfinden kann und solche Hürden abgebaut werden können und diese bewusste Entscheidung getroffen werden kann. Ich glaube, das ist die größte Hürde, die ich jetzt gerade benennen kann und vielleicht fast die einzige Hürde, die ich jetzt so sehe. Ich glaube, dass es weniger mit zu tun hat, dann, dass die Akzeptanz nicht gegeben ist oder so, wenn die Berücksichtigung eben nur an den Stellen wirklich erfolgen soll, wo es eine Relevanz gibt. Und weil ich habe vorhin Beispiele gebracht, ne, wenn es nur um die strukturelle Auslegung, wie ich jetzt einen Sandwich-Aufbau bei meinetwegen Innenraumverkleidung mache, ist vielleicht diese Dimension der Gender- oder Diversitätsaspekte nicht so relevant. Ich glaube, darüber kann ich dann in einem halben Jahr berichten, wenn wir gemerkt haben, ob das Zusammenstellen der Probandengruppe entsprechend bestimmter Diversitätsmerkmale uns für große Herausforderungen geführt hat oder nicht. Also wir sind im Moment in der Phase, in der wir diese Studie konzeptionieren und hoffen noch sehr sozusagen, dass wir auf diese Hürden nicht treffen, aber ich werde sehr, sehr gerne darüber berichten. Vielleicht auch welche Lessons learned daraus sich ergeben. Ich bin gar nicht mit Erwartungen gestartet und muss gerade selber überprüfen, ob das so stimmt, weil ich ja gerade schon ausgeführt habe, dass um diesen Bewertungskreislauf zu schließen, das schon ein wichtiger Aspekt ist.
Und gleichzeitig merke ich, dass alles, was ich an Beratung im Moment bekomme vom Gedimin-Projekt, und wie gesagt, ich bin ja auch sehr guter Hoffnung, dass wirklich auch bei der Zusammenstellung der Probandengruppe ich dann nicht alleine mich fühlen muss. Also das ist ja das Erfreuliche. Mit einem Ingenieurhintergrund sitze ich jetzt hier nicht alleine und muss mir überlegen, wie kann ich denn diese Dimensionen mal berücksichtigen. Also von daher würde ich sagen, meine Erwartungen werden da gerade mehr als erfüllt, weil ich einfach von dem Expertenwissen da profitieren kann und mich einfach mit dieser Frage: „Wie macht man denn das eigentlich?“, nicht alleine gelassen fühle. Und das, kann ich einfach sehr wertschätzen. Was mich sehr gefreut hat, so würde ich es gerne formulieren, war, dass nach dem Vortrag, als das Gedimint-Projekt bei dem Jahrestreffen von Syntrack einfach die Möglichkeiten aufgezeigt hat, wie Gender- und Diversitätsdimensionen vielleicht eine Rolle spielen könnten oder eben vielleicht auch nicht spielen und wie man zu einer informierten Entscheidung kommen kann. Da hat mich einfach sehr gefreut, dass ich von sehr vielen Kollegen das Feedback bekommen habe: „Jetzt habe ich das besser verstanden. Jetzt verstehe ich muss das nicht unbedingt machen, wenn es bei mir nicht relevant ist.“ Und dass das so positiv aufgenommen wird, sozusagen dieses Thema ganz ganz prominent, dort zu platzieren, das hat mich, erfreut, würde ich sagen, und vielleicht deswegen auch ein bisschen überrascht. Wenn ich mich noch mal auf den Punkt beziehe, auf was ich als Forscherin stehen möchte, nämlich einen wesentlichen Beitrag fürs akustikgerechte Konstruieren zu leisten und nicht etwas zu bekämpfen, was dann schon da ist, der Lärm, der da ist, und, ähm, praktisch, wenn das Problem schon in der Welt ist, erst zu agieren. Also, ich bin, fest davon überzeugt, dass wir vor die Lage kommen müssen. Ich benutze immer sehr gerne ein Wort von Lao Tse: „Put things in order before they exist.“ Also, dass es darum geht, einfach wirksam zu werden, indem ich mich mit einer zukünftigen Möglichkeit, verbinde und von dem Platz aus, gestalte. Und, ja, auf diesem Weg als Forscherin habe ich eben, in meinen ersten Phasen sehr viel Kompetenz entwickelt und Beiträge geleistet zur Modellierung von akustischen Systemen, habe mich dann sehr stark mit Simulationsmethoden, auch mit dem effizienten Simulieren, Berechnen und Vorhersagen von Systemen beschäftigt und bin dann einen Schritt gegangen, dass man diese Simulationsergebnisse auch hörbar machen kann, damit man diese dann irgendwie davon auch einen Eindruck bekommen kann und eben auch subjektiv bewerten kann. Das heißt, wenn man jetzt von der Modellierung über die Simulation bis hin zur Bewertung geht und dann berücksichtigt, dass da nicht ein Mikrofon sitzt, sondern ein Mensch sitzt, dann kann mich das Thema von Vielfalt in der Bewertung ja gar nicht loslassen, weil, diese Kette dann nur komplett dann ist, wenn ich nicht bei dem durch das Mikrofon, ermittelten Schalldruck stehen bleiben kann, sondern bei dem, wie ich es als Mensch tatsächlich wahrnehme. Und ich bin als Mensch anders als du und deswegen, wird das Thema immer irgendeine Rolle spielen.